Wir sind Tina und Dirk und in den letzten 1,5 Jahren sind wir über 50.000 Kilometer in 25 Ländern entlang der Seidenstraße gefahren. Nachdem Corona unseren Asientrip in Thailand leider vorzeitig beendet hat, sind wir jetzt in Europa unterwegs. Nach der Schweiz und Italien nun seit Ende Januar in Griechenland. Nachdem wir unsere 7-tägige Quarantänezeit auf dem Enplo Camperstop Campingplatz in Egio verbracht haben und dort bereits die herzliche Gastfreundschaft der Griechen und die ersten schönen Landschaften der Peloponnes genießen durften, fahren wir in dieser Episode weiter Richtung Süden und entdecken hierbei den wohl schönsten Freistehplatz Griechenlands für uns. Zumindest bis jetzt. Unsere Quarantänefrist ist vorbei. Tatsächlich sind wir nicht nur die geforderten 7 Tage hier geblieben, sondern noch 3 Tage länger. Ganz einfach, weil wir die Annehmlichkeit von Strom und Internet hier noch nutzen wollten. Vor allem, um am letzten Video zu arbeiten. Jetzt ist es aber an der Zeit, weiterzuziehen. Nicht nur, weil es regnet und wir uns erhoffen, dass, wenn wir ein bisschen weiterfahren, da vielleicht nochmal die Sonne rauskommt, sondern auch einfach, weil wir so sind, wie wir sind. Wir wünschen uns eine neue Umgebung, wir wollen weiterziehen und wir sind gespannt, was für Freistehplätze Peloponnes für uns im Petto hält. Kommt mit! Meinst du, das ist ein okayer Stellplatz? Ist in Ordnung.
Es ist Wahnsinn, wie klar das Wasser heute ist und wie ruhig. Der Schnee da hinten beginnt zu schmilzen. Sauber ist zurück. Leute, ihr werdet nicht glauben, was gerade passiert ist. Wir haben schon wieder eine Drohne im Wasser versenkt. Schon wieder. Nachdem wir erst im Dezember in Italien eine Wasserlandung hingelegt haben und die Drohne nicht mehr zu retten war, ist jetzt gerade schon wieder eine ins Wasser gestürzt. Und es ist quasi genau das gleiche passiert wie beim letzten Mal. Ich war gerade dabei, hier die schöne Landschaft zu filmen und so einen Felsvorsprung, auf dem eine Parkbank steht, als die Drohne plötzlich einfach wieder in den automatischen Sinkflug übergegangen ist. Ich konnte sie zwar wieder ein Stück in meine Richtung bewegen, tatsächlich auch irgendwie 20 Meter, weil die Drohne eben diesmal sehr viel höher war als beim letzten Mal. Aber es hat natürlich nicht gereicht, um das trockene Ufer zu erreichen. Sie ist dann gegen die Felswand geknallt. Ich hatte gehofft, dass sie eine Stelle hinbekommt, wo unten so ein Felsvorsprung ist. Da sind so kleine Treppen, wo sie eventuell noch hätte drauf fallen können. Aber nee, natürlich ist sie genau an der Stelle reingekommen, wo nicht so eine Treppe war und sie ist ins Wasser gestürzt. An rausholen ist auch nicht zu denken. Dafür ist die Brandung hier viel, viel zu stark und die Wellen knallen mit super viel Kraft hier gegen die Felsen. Beim letzten Mal war es ja zum Glück ein stehendes Gewässer und das Wasser war nur oberschenkeltief. Da konnte ich dann noch hinterhergehen und zumindest die SD-Karte retten und damit die meisten Aufnahmen auf der Karte wiederherstellen. Das ist bei diesem Mal nicht so. Alles ist weg. Wir haben die Aufnahme vom Absturz jetzt auch nur, weil die Drohne immer live das, was sie aufnimmt, an die Fernbedienung schickt, damit man auf dem Handy sehen kann, was man eben überhaupt filmt. Aber das liegt dann immer nur in geringer Auflösung und eben durch die Funkfrequenzen auch im Zweifel verwackelt vor. Ich meine, besser als nichts, so haben wir zumindest die Aufnahmen vom Rest des Tages heute noch in irgendwie zumindest schlechter Auflösung. Aber ey, Mann, ich kann es nicht glauben. Das letzte Mal, als es passiert ist, habe ich die Flugaufzeichnungen an DJI geschickt, also an den Hersteller, in der Hoffnung, dass sie mir irgendwie sagen können, warum das passiert ist, weil es war ja auch da schon total unerklärlich. Aber da unsere Drohne natürlich schon außerhalb des Garantiezeitraums ist, wurden da keine großen Untersuchungen angestellt, sondern einfach nur die Vermutung aufgeworfen, dass es wahrscheinlich am Akku gelegen haben könnte, dass der einfach kaputt gegangen ist, deswegen plötzlicher Spannungsabfall. Aber dass uns jetzt genau das Gleiche nochmal passiert mit einer neuen Drohne, also auch gebraucht, aber eine andere Drohne mit einem anderen Akku, nur 8 Wochen nach dem letzten Absturz, ich kann das gar nicht glauben. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gerade nicht, ob ich Bock habe, dass wir uns überhaupt nochmal eine neue Drohne kaufen, weil wer sagt einem, dass genau das Gleiche nicht direkt wieder passiert. Eigentlich war es so ein schöner Tag. Ich meine, wir stehen hier auf einem Stellplatz, den wir uns schöner kaum vorstellen könnten. Wir hatten heute einen super tollen sonnigen Tag. Wir haben gerade einen tollen Sonnenuntergang. Und dann, zum Abschluss so ein Scheiß. Ich raff's nicht. Mann, ey. Jetzt ist doch noch was Gutes passiert, nachdem wir heute die Drohne verloren haben. Dirk hat gerade das Solarpanel wieder hingelegt, weil wir es über den Tag aufgestellt hatten für die Sonne und es jetzt dunkel geworden ist. Und dann hat Dimitrios uns besucht. Das ist ein einheimischer junger Mann.
Er hat uns hier stehen sehen und er wollte uns eine Freude machen. Und deswegen hat er uns jetzt hier Orangen, Zitronen, Mandarinen und Was ist dahinter noch? Erdbeeren mitgebracht. Erdbeeren. Und zwar arbeitet er wohl auf einer Plantage. Plantage. Hier gibt es viele Gewächshäuser und er sagte, es sei gerade Erdbeersaison. Genau, und dann hat er uns diese Erdbeeren hier mitgebracht. Und hat uns ein bisschen damit den Tag gerettet. Absolut. Mega cool. Heute sind wir mit Dimitrios verabredet, um uns ein bisschen die Gegend anzuschauen. Er hat uns eingeladen, uns hier ein bisschen rumzuführen. Deswegen versuchen wir gerade ein Brot zu backen. Wir haben nämlich nicht mehr ganz so viele Vorräte. Wir stehen jetzt hier schon seit fast 2 Wochen. Aber zumindest Sachen für ein kleines Brot haben wir noch zusammenbekommen. Hoffentlich klappt das. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht.
Friseur zu Tina. Wir hatten einen wunderschönen Tag mit Dimitrios und haben sogar ein bisschen was gelernt über die Umgebung. Er hat uns ein paar historische Orte gezeigt und am Ende haben wir bei einem Picknick den Tag gemeinsam ausklingen lassen. Ob dieses der schönste Freistehplatz Griechenlands ist? Wir finden, er steht zumindest ganz weit oben auf der Liste der tollsten Plätze, die wir bisher gesehen haben. Wenn ihr Vorschläge für noch schönere Plätze habt, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. In der nächsten Episode ziehen wir weiter, besuchen das historische Olympia, die Berge der Peloponnes und erfahren, dass man hier sogar Skifahren kann. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.